Das 5Guarantee-Projekt verfolgt die Grundidee, das Potenzial von 5G-Campusnetzen in authentischen Anwendungsumgebungen, das heißt unter Einbezug der konkreten Anforderungen, die die Industrie stellt, beantworten zu können. Dazu installieren wir Campusnetze in Real-Deployments, beispielsweise bei Miele. Wir befinden uns hier im Rohbau, genauer gesagt an der Aggregatvormontage. Wir können das hier praktisch testen, zu einer rauen Industrieumgebung. Da ist unser automatisierter Vorfertigungsbereich sehr prädestiniert für, weil wir durch die fahrerlosen Transportfahrzeuge viele mobile Systeme haben, die Funkkommunikation benötigen. Wir haben von der TU Dortmund sogenannte Sting-Systeme bekommen, die haben wir auf die Fahrzeuge montiert. Bei dem Sting-System handelt es sich um ein verteiltes System endgerätebasierter Einheiten, die wir minimalinvasiv in einer Produktionsumgebung einbringen können, um dann über eine zentrale Aussteuerung verschiedene Stör- und Lastszenarien abfahren zu können. Wir haben in den Laboren der TU Dortmund unser Sting-System entwickelt, das auf einen relativ hohen Reifegrad gebracht, um es dann in einem nächsten Schritt möglichst effizient bei Miele vor Ort integrieren zu können. Das ist relativ einfach gewesen. Das Fahrzeug selber funktioniert so, dass in dem Fahrzeug ein eigenes LAN eingebaut ist. Und wir brauchten nur diese Netzwerkverbindung auftrennen und zu einem Sting-System der TU Dortmund verbinden. Die restliche Konfiguration hat die TU Dortmund für uns übernommen. Die große technische Herausforderung bestand darin, dass wir im Prinzip am Markt keine Lösung gefunden haben, die uns direkt dazu befähigt hätten, die Anwendung in Richtung 5G zu migrieren. Aus diesem Grund sind wir gemeinsam mit Miele dazu übergegangen, im Sinne eines Rapid Prototyping Anwendungsfälle von Miele flexibel in das 5G-Netz einzubringen. Das war beeindruckend, sage ich mal, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Qualität da der erste Prototyp entstanden ist. Es ging in dem Projekt konkret darum, dass wir die Latenzzeiten bzw. die Verbindungsstabilität für die fahrerlosen Transportfahrzeuge verbessern, weil wir im WLAN genau hier die Themen gesehen haben, dass wir Kurzzeitunterbrechungen haben in der Kommunikation. Die Vorteile von 5G gegenüber Wi-Fi haben sich insbesondere in mittleren und höheren Auslastungssituationen gezeigt, in denen 5G einfach zuverlässiger war als die Wi-Fi-Technologie, was sich zum Beispiel in geringeren Latenzzeiten geäußert hat oder auch geringen Ausreißereffekten. Dass wir dann aber die Anlage wirklich produktiv damit betreiben, das war eine Idee von Miele, von uns. Wir sind diesen Schritt gegangen, weil wir sicher waren, dass es funktioniert. Umso schöner natürlich der Moment, dass wir dann auch im operativen Betrieb nach wie vor mit der 5G-Lösung überzeugen konnten und sich hier eine höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu Wi-Fi gezeigt hat. Wir waren in der Lage, die Kurzzeitstörungen der Fahrzeuge um 75% zu reduzieren. Und 75% weniger Fehler ist ein mega Ergebnis. Was wir in dem Projekt auf jeden Fall zeigen konnten, ist, dass 5G-Campusnetze einen Mehrwert für die Industrie liefern können. Dadurch, dass sie eben zum einen eine sehr hohe Zuverlässigkeit erzielen und zum anderen mit deutlich mehr Flexibilität einhergehen. Das aber in dem Wissen, dass für viele andere Bereiche auch WLAN eine Existenzberechtigung hat, aufgrund zum Beispiel erhöhter Infrastrukturkosten bei einer 5G-Implementierung. Es hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Projekt hier umsetzen durften. Das war eine Top-Chance für uns. Die große Erkenntnis für uns innerhalb des Projektes ist auf jeden Fall, dass der extra Aufwand, den man im Rahmen der Forschung gehen muss, um in operativen Umgebungen tätig zu sein, auf jeden Fall lohnenswert ist, weil die Ergebnisse, die man erzeugt, einfach belastbarer sind und schlussendlich authentischer sind.